Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Ben, schwimmst du gerne? Hi, Anna. Ja, ich liebe es zu schwimmen. Ich schwimme oft im örtlichen Schwimmbad, aber ich schwimme auch gerne im Naturwasser wie in Seen. Das ist toll. Ich schwimme auch gerne in Seen. Wann bist du das letzte Mal in einem See geschwommen? Ich bin am letzten Wochenende in einem See geschwommen. Es war ein wunderschöner Tag. Ich war mit ein paar Freunden am Clearlake. Clearlake? Da war ich schon mal. Es ist ein schöner Ort. Ja, es ist sehr hübsch. Das Wasser ist klar und die Landschaft ist wunderschön. Ich fühle mich immer entspannt, wenn ich dort schwimme. Da stimme ich dir zu. In einem See zu schwimmen ist anders als im Schwimmbad. Das Wasser ist frisch und kühl. Genau. Mir gefällt das natürliche Gefühl des Seewassers. Es ist erfrischender. Erzähl mir mehr über deinen Ausflug zum Clearlake. Was habt ihr gemacht? Ich bin mit 3 Freunden gegangen. Wir sind am Morgen angekommen und haben ein kleines Picknick am See gemacht. Dann haben wir ein paar Stunden geschwommen. Das klingt nach Spaß. Hast du alleine geschwommen oder mit deinen Freunden? Ich bin mit meinen Freunden geschwommen. Wir haben ein paar Spiele im Wasser gespielt, wie Spritzen und Rennen. Es war sehr unterhaltsam. Hast du Fische oder andere Tiere im See gesehen? Ja, das habe ich. Das Wasser war so klar, dass ich kleine Fische schwimmen sehen konnte. Ich habe auch ein paar Enten am Ufer gesehen. Das liebe ich. Ich bin immer glücklich, wenn ich die Natur beim Schwimmen sehe. Das macht das Erlebnis noch besonderer. Nach dem Schwimmen hatten wir ein Picknick. Wir haben Sandwiches, Obst und Snacks gegessen. Außerdem haben wir uns in der Sonne entspannt. Das klingt nach einem perfekten Tag. Ich schwimme auch gerne und mache dann ein Picknick. Es ist eine großartige Möglichkeit, Zeit mit Freunden zu verbringen. Anna, wann bist du das letzte Mal in einem See geschwommen? Ich bin vor etwa 3 Wochen in einem See geschwommen. Ich war mit meiner Familie am Blue Lake. Blue Lake? Davon habe ich gehört. Ist es weit von hier? Nicht wirklich. Es ist etwa 30 Autominuten von unserer Stadt entfernt. Der See ist kleiner als der Clearlake, aber es ist sehr ruhig und friedlich. Ich mag ruhige Orte. Was habt ihr am Blue Lake gemacht? Wir sind am Morgen angekommen. Meine Eltern haben ein kleines Zelt aufgestellt und ich bin mit meinem Bruder schwimmen gegangen. Das Wasser war kühl und ruhig. Hast du alleine geschwommen oder mit deiner Familie? Ich bin die meiste Zeit mit meinem Bruder geschwommen. Wir haben einfache Spiele gespielt wie den Ball werfen und Schwimmrennen. Das klingt nach Spaß. Ich genieße Schwimmspiele mit Freunden und Familie. Ja, das macht das Schwimmen aufregender. Nach dem Schwimmen hatten wir auch ein Picknick. Wir haben Obst, Chips und Saft mitgebracht. Picknicks sind nach dem Schwimmen die besten. Es ist schön, am Wasser zu essen und sich zu entspannen. Ich stimme zu. In einem See zu schwimmen und dann ein Picknick zu machen, ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich fühle mich nach solchen Tagen immer sehr glücklich und entspannt. Anna, warum schwimmst du lieber in Seen als in Schwimmbädern? Ich denke, dass Schwimmen in Seen natürlicher ist. Das Wasser ist frisch und man kann den Himmel und die Bäume überall sehen. In einem Schwimmbad ist das Wasser sauber, aber es fühlt sich künstlich an. Ich empfinde das genauso.
In einem See kann ich die Vögel hören, den Wind spüren und die natürliche Landschaft sehen. Es ist sehr beruhigend. Außerdem sind Seen normalerweise weniger überfüllt als Schwimmbäder. Ich schwimme gern an einem ruhigen Ort, wo ich mich entspannen kann. Ja, ich bevorzuge ruhige Seen. Es ist friedlicher und man kann das Wasser richtig genießen. Schwimmst du oft in Seen denn? Ich versuche in den Sommermonaten mindestens einmal im Monat in einen See zu schwimmen. Manchmal gehe ich mit Freunden, manchmal mit meiner Familie. Das ist schön. Ich schwimme auch ein paar Mal im Monat in Seen. Ich besuche gerne jedes Mal andere Seen. Was ist dein Lieblingssee, den du besuchst? Ich denke, der Clear Lake ist mein Favorit. Das Wasser ist sehr klar und es gibt viele schöne Bäume herum. Ich mag auch den kleinen Strandbereich. Ich stimme zu. Der Clear Lake ist sehr schön. Ich mag auch den Blue Lake wegen seiner Ruhigkeit. Ja, der Blue Lake ist perfekt für einen ruhigen Tag. Gibt es noch andere Seen, die du besuchen möchtest? Ich habe von Green Lake gehört. Es ist ein bisschen weiter weg, aber ich möchte es irgendwann ausprobieren. Ich habe Bilder gesehen und es sieht unglaublich aus. Ich habe auch von Green Lake gehört. Ich würde gerne mal mit dir dorthin fahren. Wir können einen Tagesausflug planen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Wir können schwimmen, ein Picknick machen und die Gegend erkunden. Ben, schwimmst du öfter mit deiner Familie oder mit Freunden in einem See? Ich schwimme normalerweise mit Freunden. Wir planen gerne einen spaßigen Tag am See, spielen Spiele und machen ein Picknick. Aber manchmal gehe ich auch mit meiner Familie. Ich schwimme oft mit meiner Familie. Meine Eltern und mein Bruder genießen das Schwimmen und Picknicks. Es ist eine schöne Familienaktivität. Mit Freunden zu schwimmen macht Spaß, weil wir viele Spiele spielen können. Aber mit der Familie zu schwimmen ist besonders, weil wir wertvolle Zeit zusammen verbringen. Ja, beides ist auf unterschiedliche Weise angenehm. Hast du eine Lieblingsschwimmerinnerung mit deinen Freunden? Letzten Monat war ich mit 3 meiner Freunde am Clear Lake. Wir haben Wassersport gemacht, uns gegenseitig gerazziert und sogar versucht, von einem kleinen Felsen zu tauchen. Es war sehr aufregend. Das klingt nach viel Spaß. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich mit meinen Freunden war und wir einen freundlichen Schwimmwettbewerb hatten. Wir haben viel gelacht und das kühle Wasser genossen. Ich liebe freundliche Wettbewerbe. Sie machen das Schwimmen spannender. Denn denkst du, dass Schwimmen in einem See gut für deine Gesundheit ist? Ja, das denke ich. Schwimmen ist eine großartige Übung. Es hilft mir, fit zu bleiben und mich energetisch zu fühlen. In einem See zu schwimmen ist sogar noch besser, weil das Wasser natürlich und frisch ist. Ich stimme zu. Schwimmen hilft meinen Muskeln und lässt mich entspannt fühlen. Das kühle Wasser im See hilft mir auch an heißen Tagen. Außerdem macht es mich ruhig, in der Natur zu sein. Ich vergesse meinen Stress, wenn ich in einem See schwimme. Ja, die natürliche Umgebung ist sehr wichtig. Sie ist gut für Körper und Geist. Hast du Tipps fürs Schwimmen in einem See? Ich überprüfe immer die Wassertemperatur, bevor ich schwimme. Ich mag kühles Wasser, aber nicht zu kalt. Ich achte auch darauf, dass der Bereich sicher und sauber ist. Das ist ein guter Tipp. Ich schaue mir auch das Wetter und die Wasserbedingungen an, bevor ich schwimme. Ich schwimme gerne am Morgen, wenn das Wasser ruhig ist. Ich schwimme auch gerne am Morgen. Der See ist normalerweise ruhig und die Luft frisch. Trägst du eine Schwimmweste, wenn du schwimmst?
Manchmal schon, besonders wenn das Wasser tief ist oder ich in einem neuen See schwimme. Das gibt mir ein sicheres Gefühl. Ich trage manchmal auch eine Schwimmweste. Sicherheit ist sehr wichtig, wenn man in natürlichem Wasser schwimmt. Ja, immer sicher sein und Spaß haben. Das ist der beste Weg, das Schwimmen zu genießen. Anna, was machst du gerne nach dem Schwimmen in einem See? Ich liebe es, ein Picknick zu machen. Ich bringe normalerweise ein paar Sandwiches, Obst und Wasser mit. Ich entspanne mich auch gerne in der Sonne und plaudere mit meinen Freunden oder meiner Familie. Ich genieße auch ein Picknick nach dem Schwimmen. Es ist schön, gutes Essen zu essen und auszuruhen. Manchmal spielen wir einfache Spiele wie Karten oder reden über unseren Tag. Das klingt sehr entspannend. Ich mache auch gerne Fotos vom See und der Landschaft. Es ist eine gute Möglichkeit, den Tag in Erinnerung zu behalten. Ja, ich liebe es auch, Fotos zu machen. Das natürliche Licht lässt alles schön aussehen. Schwimmst du jeden Sommer in einem See? Ich versuche in den Sommermonaten mindestens einmal im Monat in einen See zu schwimmen. Manchmal gehe ich auch ins Schwimmbad, aber ich bevorzuge den See. Ich stimme zu. Ich schwimme gelegentlich im Schwimmbad, aber in einem See zu schwimmen macht mehr Spaß und ist natürlicher. Ich plane in diesem Sommer mehrere Seen zu besuchen. Ich möchte neue Orte ausprobieren und vielleicht sogar campen gehen. Das klingt großartig. Ich würde gerne bei einigen dieser Ausflüge mitkommen. Wir können verschiedene Seen zusammen erkunden. Ja, lass uns einige Ausflüge planen. Ich freue mich darauf, neue Seen zu besuchen und in verschiedenen Gewässern zu schwimmen. Ben, hast du Fragen zu meinem letzten Schwimmausflug? Ja, habe ich. Wann genau bist du zum Blue Lake gegangen? Ich bin vor 3 Wochen an einem Samstag zum Blue Lake gegangen. Es war ein sonniger Tag, perfekt zum Schwimmen. Das ist schön. Mit wem bist du gegangen? Ich bin mit meinen Eltern und meinem jüngeren Bruder gegangen. Es war ein Familientag. Um wie viel Uhr seid ihr am See angekommen? Wir sind gegen 10 Uhr angekommen. Der See war sehr ruhig und überhaupt nicht überfüllt. Habt ihr lange geschwommen? Ja, wir sind etwa 2 Stunden geschwommen. Das Wasser war kühl und sehr erfrischend. Habt ihr noch etwas anderes gemacht außer Schwimmen? Nach dem Schwimmen hatten wir ein Picknick. Wir haben Sandwiches und Obst gegessen und dann haben mein Bruder und ich ein paar Spiele am Ufer gespielt. Das klingt nach einem wunderbaren Tag. Ich liebe Tage wie diesen, an denen man schwimmen und dann mit der Familie entspannen kann. Ben, denkst du, dass du bald wieder in einem See schwimmen gehen wirst? Ja, ich plane am nächsten Wochenende wieder zu gehen. Ich möchte mit ein paar Freunden zum Clear Lake fahren. Das ist großartig. Vielleicht gehe ich nächsten Monat wieder mit meiner Familie zum Blue Lake. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Vielleicht können wir eines Tages einen Ausflug zum selben See planen. Ja, das wäre lustig. Wir können unsere Erfahrungen teilen und das Wasser gemeinsam genießen. Ich genieße unsere Gespräche über das Schwimmen wirklich. Sie erinnern mich an schöne Zeiten in der Natur. Ich stimme zu. Über das Schwimmen zu reden, macht mich aufgeregt für meinen nächsten Ausflug zum See. Ich rufe dich nach meinem nächsten Schwimmausflug an. Ich möchte dir alles darüber erzählen. Ich freue mich darauf, deine Geschichten zu hören. Es ist immer schön, Erfahrungen mit Freunden zu teilen. Vielen Dank, dass du heute deine Erinnerungen ans Schwimmen in einem See mit mir geteilt hast. Danke, dass du mich nach meinem Ausflug gefragt hast, Ben. Ich habe es sehr genossen, darüber zu sprechen. Ich habe viel über deine Erfahrung am Blue Lake gelernt.
Es klingt nach einem perfekten Tag. Ich freue mich, dass dir meine Geschichte gefallen hat. In einem See zu schwimmen ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich empfinde das genauso. Ich freue mich immer auf meinen nächsten Schwimmausflug. Lass uns planen, irgendwann zusammen schwimmen zu gehen. Es wird Spaß machen, mit einem Freund zu schwimmen. Ja, das würde ich lieben. Wir können neue Seen erkunden und ein Picknick machen. Super! Ich rufe dich an, wenn ich meinen nächsten Ausflug plane. Vielleicht können wir zusammen zum Green Lake oder sogar zum Clear Lake fahren. Ich freue mich darauf. Vielen Dank noch einmal für unser schönes Gespräch. Danke, Ben. Hab einen tollen Tag. Bis bald. Tschüss, Anna. Pass auf dich auf. Schwimmst. Schwimmst. Schwimmst du gerne im Sommer? Ich schwimmst jeden Samstag im See. Mein Bruder schwimmst schneller als ich. Lieber, ich liebe Schokolade. Die Liebe ist wichtig im Leben. Sie zeigt ihre Liebe zu den Tieren. Schwimmbad. Schwimmbad. Das Schwimmbad ist im Sommer sehr beliebt. Ich gehe oft ins Schwimmbad mit meinen Freunden. Das Schwimmbad hat ein tiefes und ein flaches Becken. Naturwasser. Naturwasser. Das Naturwasser ist sehr gesund. Ich trinke oft Naturwasser. Wir füllen die Flasche mit Naturwasser. Wunderschöner. Wunderschöner. Das Wetter heute ist wunderschöner. Das Bild ist wunderschöner, als ich dachte. Sie hat einen wunderschönen Garten. Entspannt. Entspannt. Ich fühle mich entspannt nach dem Yoga. Das Wochenende war sehr entspannt. Sie sieht entspannt aus, während sie liest. Erfrischender. Erfrischender. Das Wasser ist erfrischender als der Saft. An einem heißen Tag ist ein erfrischender Drink wichtig. Der Wind war erfrischender und machte die Hitze erträglicher. Ausflug. Ausflug. Wir machen einen Ausflug ins Grüne. Der Ausflug war sehr spannend. Ich freue mich auf unseren nächsten Ausflug. Picknick. Picknick. Wir haben ein Picknick im Park gemacht. Das Picknick war sehr lecker und lustig. Möchtest du zum nächsten Picknick kommen? Wettbewerb. Wettbewerb. Der Wettbewerb findet nächste Woche statt. Viele Teilnehmer haben sich für den Wettbewerb angemeldet. Ich habe beim Wettbewerb den ersten Platz gewonnen. Muskel. Muskel. Ich trainiere meine Muskeln jeden Tag. Starke Muskeln sind wichtig für die Gesundheit. Die Muskeln helfen mir, schwere Dinge zu heben. Natürlich. Das ist natürlich wichtig. Natürlich liebe ich Schokolade. Die Blumen sind natürlich schön. Überfüllt. Überfüllt. Der Bus ist überfüllt. Das Restaurant war überfüllt. Die Bibliothek ist heute überfüllt. Ruhig. Ruhig. Es ist heute ruhig im Park. Ich mag es, wenn es ruhig ist. Bitte sei ruhig während des Films. Erlebnis. Erlebnis. Das Erlebnis war unvergesslich.
Ich habe ein spannendes Erlebnis in der Stadt gehabt. Jedes Erlebnis lehrt uns etwas Neues. Besonderer. Dieser Tag ist ganz besonderer für mich. Ich habe einen ganz besonderer Freund. Es gibt einen besonderen Grund für das Treffen. Schwimmen. Schwimmen. Ich kann gut schwimmen. Wir gehen morgen schwimmen. Schwimmen macht Spaß im Sommer. Aufregender. Der Film war sehr aufregender. Das Spiel wurde aufregender, als die Zeit ablief. Ich suche nach einem aufregenden Abenteuer. Familienaktivität. Familienaktivität. Eine Familienaktivität macht Spaß. Wir planen eine Familienaktivität für das Wochenende. Jede Familienaktivität stärkt den Zusammenhalt. Erinnerungen. Die Erinnerungen sind wichtig für uns. Ich teile meine Erinnerungen mit Freunden. Er hat viele schöne Erinnerungen aus der Kindheit. Was macht Ben gerne am Clearlake? Was denkt Anna über das Schwimmen in Seen im Vergleich zu Schwimmbädern? Was bedeutet das Wort entspannt? Wie benutzt man das Wort Picknick, richtig? Großartige Arbeit beim Üben der deutschen Sprache mit uns heute. Möchtest du dein Deutsch weiter üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.